Wusstest du, dass echt viele Leute denken, das Leben in Deutschland ist nur Regeln, Pläne und stille Gesichter? Also, mehr als die Hälfte erwartet das, hab ich mal gehört. Und dann kommen sie her und sind total überrascht, ja? Ja, genau. Viele sagen auch, Deutsche sind unfreundlich, weil wir direkt sprechen. Aber, na ja, direkt heißt nicht kalt, oder? Oft ist es einfach ehrlich und klar. Und noch so ein Ding. Viele meinen, alles läuft immer perfekt pünktlich. In der Realität, Bus und Bahn sind halt auch mal spät. Das ist normal, leider. Hallo zusammen und schön, dass ihr da seid. Ich bin Julia, und ich freue mich total auf das Thema heute. Wir schauen mal in Ruhe, Alltag in Deutschland, Erwartungen gegen Realität. Klingt simpel, ist aber echt spannend. Ich bin Tim, hi. Also, hol dir nen Kaffee, wir gehen das Schritt für Schritt durch. Wir erzählen auch kleine Geschichten, damit es nicht trocken wird. Und es gibt ein Mini-Rollenspiel gleich am Anfang. Fangen wir mit einem Klassiker an, die Begrüßung. Viele erwarten super viel Smalltalk, so wie in manchen Ländern. In Deutschland ist es oft kurz. Ein Hallo, wie geht's, reicht, und dann kommt schon das Thema. Ja, und wie geht's? Ist hier oft nur eine freundliche Frage. Man muss nicht gleich die ganze Lebensgeschichte erzählen. 2, 3 Wörter fertig, gut und dir? Oder ganz okay, danke. Lass uns das mal spielen, okay? Stell dir vor, wir sind Nachbarn im Treppenhaus, und du bist gerade eingezogen. Kurz, freundlich, aber nicht zu nah. Los geht's. Hallo. Ich bin Tim, ich wohne im 2. Stock. Alles gut beim Einzug? Dann lächeln, kurz warten, nicht zu nah kommen. Hi, ich bin Julia. Ja, danke, alles gut. Die Kartons sind schwer, aber es geht. Ach so, wo steht die Mülltonne? Die ist draußen rechts hinter dem Haus. Und wenn du was brauchst, klingel einfach mal. So, kurz, hilfreich und fertig. Das ist total normal hier. Genau. Und wichtig, Nachbarn sind oft freundlich, aber halten Abstand. Man sagt Hallo, man hilft, aber man drängt sich nicht auf. Das ist nicht unfreundlich, das ist einfach höflich hier. Apropos Missverständnisse. Ich habe eine richtig lustige Story gelesen. Jemand hat Wie geht's? Als Einladung verstanden, in eine Bar zu gehen. Er brachte gleich Freunde mit. Oh Mann. Und dann war es nur ein kurzes Hallo im Büro. Oh je, das ist peinlich, aber irgendwie süß. Daraus lernt man viel. Also, wenn jemand Wie geht's sagt, ist das meistens nur Smalltalk. Kein geheimer Plan für den Abend. Noch ein Punkt, Sonntage. Viele erwarten, man kann alles machen wie am Samstag. In der Realität ist fast alles zu. Nur Bäckerei am Morgen vielleicht und Cafés. Aber Supermärkte sind halt zu. Ja, und das ist eigentlich schön. Sonntag ist ruhig, man entspannt, man trifft Freunde im Park. Wenn du einkaufen willst, mach's am Samstag. Und denk dran, kein Bohren und kein lauter Lärm. Was die Leute auch oft denken. Deutsche lächeln wenig. Ja, vielleicht lächeln wir nicht immer. Aber wenn du Hilfe brauchst, ist jemand da. Einfach klar fragen. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Das wirkt gut. Genau, und direkte Sprache ist normal. Statt vielleicht könnten Sie eventuell, sagt man oft, können Sie bitte, kurz, aber höflich, mit Bitte und Danke. Das passt im Alltag und im Büro. Lass uns kurz ein Büro-Rollenspiel machen, ja? Du bist die Kollegin, ich brauch Infos. Erst ein kleiner Satz Smalltalk,
dann direkt zum Punkt. So läuft es meistens gut. Hi Tim, na, wie war dein Wochenende? Kurz lächeln. Dann, sag mal, hast du die Datei für das Meeting? Fertig, kein Roman. Ja, danke, ganz ruhig. Die Datei schicke ich dir gleich. Brauchst du sie als E-Mail oder als Link zur Website? So klingt das freundlich und klar. Kleiner Tipp, ein Satz Smalltalk hilft total. 2 Sätze reichen. Wetter, Wochenende, ein kurzer Witz, und dann kommt die Sache. Das entspannt alle ein bisschen. Und hier noch ein Reality-Check zur Pünktlichkeit. Viele denken, alle sind immer super pünktlich. In der Realität, bei Terminen, ja, komm lieber 5 bis 10 Minuten früher. Aber Bus und Bahn sind nicht perfekt. Plan ein bisschen Puffer ein. Oh, und Termine. Viele Behörden brauchen einen Termin. Zum Beispiel im Bürgeramt. Ohne Termin wartest du lange. Also vorher online schauen und buchen, dann bist du safe. Wenn du dann da bist, musst du manchmal eine Nummer ziehen. Das ist ein Ticket mit einer Nummer, und auf dem Bildschirm siehst du, wann du dran bist. Ganz einfach, aber beim ersten Mal wirkt es seltsam. Kurzer praktischer Satz dafür, Entschuldigung, wo ziehe ich eine Nummer? Oder, wo melde ich mich an? Das hilft sofort. Und immer freundlich bleiben, auch wenn du nervös bist. Okay, Mini-Recap, Leute. Kleines Quiz, Julia, was bedeutet wie geht's? Im Alltag hier. Ist das eine Einladung zum Ausgehen? Easy. Nein, das ist nur eine kurze, freundliche Frage. Antwort kurz, gut, und dir? Oder ganz okay, danke, und dann kommt das eigentliche Thema. Genau. Und noch eins. Was machst du am Sonntag? Große Party, laute Musik? Nee, eher nicht. Sonntag ist ruhig. Man trifft Freunde, macht einen Spaziergang, backt vielleicht Kuchen. Einkaufen? Lieber am Samstag. Weiter geht's mit einem sehr deutschen Wort, Feierabend. Das heißt, die Arbeit ist vorbei und jetzt ist frei. Viele denken, wir feiern jeden Abend, haha. Aber es heißt einfach, Arbeit aus, jetzt chillen. Ja, und wenn jemand sagt, ich hab jetzt Feierabend, dann schick keine Arbeitsnachrichten mehr, außer es ist wichtig. Das zeigt Respekt. Privatzeit ist hier wirklich wichtig. Noch ein Erwartung-Realität-Thema, Regeln. Viele denken, alle Regeln sind super streng, immer. In der Realität, es gibt Regeln, klar. Aber Menschen sind auch flexibel. Man redet, man findet Lösungen. Ein Beispiel aus meinem Alltag, im Hausflur steht Fahrräder hier nicht abstellen. Aber wenn's mal regnet wie verrückt, sagt der Nachbar oft, ja komm, stell's heute mal rein, man spricht, und es passt. Und Dialekte, oh ja. Viele erwarten nur Hochdeutsch. In echt sagen Leute Moin im Norden, Servus im Süden, Grüß dich oder Grüß Gott in Bayern. 2 Wörter im Dialekt und die Leute freuen sich total. Ich hab mal Moin in Hamburg gesagt, und die Verkäuferin hat sofort gelächelt. Es ist klein, aber stark. Das zeigt, du gibst dir Mühe. Du respektierst die Region. Sprechen wir kurz über Smalltalk im Job. Manche denken, Deutsche wollen sofort nur Fakten. Stimmt ein bisschen, aber ein kurzer Einstieg hilft total. Ein Satz übers Wetter oder das Wochenende, dann direkt zum Punkt, das ist ideal. Konkreter Tipp, sag zum Start kurz vorab oder ganz kurz. Zum Beispiel, kurz vorab, wie war dein Wochenende? Ich hab da eine Frage zum Projekt. Das ist freundlich und trotzdem zielgerichtet. Noch ein Reality-Check,
Zahlen und Bezahlung im Alltag. Viele Orte nehmen Karte, aber manchmal will der kleine Bäcker noch Barzahlung. Hab am besten ein bisschen Bargeld dabei, nur zur Sicherheit. Ja, und wenn du bezahlst, sag einfach, mit Karte, bitte, oder bar, bitte. Und beim Trinkgeld im Café reicht oft ein Rundmachen, also ein bisschen aufrunden. Zum Beispiel, machen Sie 3,50 €, ganz easy. Eine persönliche Geschichte zur Direktheit. Ein Freund aus Südasien war schockiert, weil der Chef sagte, das ist nicht gut, wir ändern das. Er dachte, das ist hart. Aber in Deutschland ist das normal und nicht böse gemeint. Genau, direkt heißt, wir wollen die Sache besser machen. Nicht dich als Person kritisieren. Wenn du unsicher bist, frag ruhig, meinen Sie die Idee oder die Präsentation, so wird es klar. Noch ein kleines Rollenspiel, okay? Thema: Meeting beginnen. Ich mache den Anfang, du reagierst. Kurz locker, dann sachlich. Ich bin bereit. Los, Tim. Ich höre zu. Guten Morgen zusammen. Ich hoffe, alle hatten einen ruhigen Feierabend. Also, erstes Thema, das Budget für April. Wir brauchen eine Entscheidung. Kurz, freundlich und zack, Thema. Alles klar. Kurze Frage vorab, gibt es neue Zahlen? Wenn ja, schickst du sie mir bitte? Sonst starten wir mit dem Stand von letzter Woche, das ist direkt und höflich. Perfekt. So fühlt es sich in vielen Büros an. Kein langes Drumherum, aber auch nicht kalt. Man spricht klar, man sagt Bitte und Danke und es läuft. Noch was zum Alltag draußen, Ampeln und Fahrradwege. Viele erwarten, dass Fußgänger überall gehen können. In echt, schau gut, Fahrradweg ist oft rot markiert. Geh nicht drauf, sonst gibt's Stress. Oh ja, und an der Kasse im Supermarkt, pack deine Sachen schnell ein. Die Leute mögen das. Wenn du langsam bist, kein Drama, aber beeil dich ein bisschen und sag kurz Entschuldigung. Und falls du was nicht findest, frag einfach, Entschuldigung, wo ist die Milch? Oder haben Sie Haferdrink, kurz, direkt, mit Bitte am Ende. Das klappt fast immer. Erwartung: Deutsche sind immer ernst. Realität: wir lachen gern, nur vielleicht nicht sofort. Wenn du jemanden besser kennst, kommt der Humor. Es dauert manchmal ein bisschen. Ja, es ist wie eine Zwiebel, haha. Erst die äußere Schicht, höflich, ruhig. Dann, mit Zeit, wird's warm und herzlich. Also gib der Sache Zeit. Ein Wort, das oft verwirrt: doch. Wenn jemand sagt, das ist nicht einfach, kannst du sagen, doch, das geht. Das Doch ist ein positiver Widerspruch. Sehr praktisch. Guter Punkt. Und mal, als Weichmacher, können Sie mal schauen, das klingt netter. Oder können wir mal sprechen, das ist freundlich und nicht so hart. Noch ein Reality-Check zu Terminen beim Arzt. Viele denken, man kann einfach hingehen. In echt, ruf an, mach einen Termin. Und komm lieber ein paar Minuten früher. Das hilft total. Und wenn du krank bist und nicht kommen kannst, sag am Telefon kurz, ich bin krank, ich brauche einen neuen Termin, kein Roman, einfach klar. Die Leute sind daran gewöhnt. Zurück zur Erwartung: alles ist perfekt organisiert. Vieles ist gut organisiert, ja. Aber es gibt auch Chaos, Bauarbeiten, Staus, Verspätungen. Bleib ruhig, atme und hab einen Plan B. Was mir noch wichtig ist, Privatsphäre. Viele erwarten, man fragt sofort nach Familie, Gehalt, Alter. In Deutschland sind solche Fragen eher privat. Besser langsam, Schritt für Schritt,
nicht zu neugierig am Anfang. Ein kleiner Sprachtipp für Nähe, aber respektvoll, sag du nicht zu schnell. Warte, bis jemand, wollen wir du sagen, anbietet. Sonst bleib beim Sie, vor allem im Amt oder im Job mit neuen Kontakten. Genau, und wenn du unsicher bist, kannst du fragen, ist du okay für dich? Das ist höflich und klar. Die meisten freuen sich, wenn es passt, aber dräng dich nicht auf. Noch ein schönes Reality-Thema: Vereine. Viele denken, Kontakte knüpfen ist schwer. In Vereinen geht's leichter. Sport, Musik, Ehrenamt. Einmal die Woche hingehen und du lernst Leute kennen. Ja, und da hilft ein kleiner Satz: Hi, ich bin neu. Kann ich mitmachen? Einfach, ehrlich, und schon bist du drin. Die Leute erklären dir den Rest. Ein letzter Alltagskniff für den Einkauf: Bring eine Tasche mit. Viele Läden haben keine kostenlosen Tüten. Eine Stofftasche ist praktisch und umweltfreundlich. Und Pfandflaschen nicht vergessen. Auf vielen Flaschen steht Pfand, du bekommst Geld zurück. Du gibst die Flasche am Automaten ab und bekommst einen Bon. Den Bon gibst du an der Kasse ab. Klingt alles nach vielen Regeln, aber eigentlich ist es nur Gewohnheit. Nach ein paar Wochen fühlt sich vieles normal an. Und wenn du mal falsch liegst, kein Stress. Lächeln, entschuldigen, weitermatchen. Kurz vor Schluss noch ein Mini-Dialog für ein Kaffee, okay? Ich bestelle, du reagierst. Das hilft vielen. Hallo, ich hätte gern einen Cappuccino, bitte. Kann ich mit Karte zahlen? Ruhig und freundlich. Klar, gern. Möchten Sie noch etwas dazu? Vielleicht ein Croissant? Dann, das macht 3,50 € und du sagst, stimmt so, danke, fertig. So, jetzt seid ihr dran. Was war eure größte Überraschung im Alltag hier? Habt ihr wie geht's? Auch schon mal falsch verstanden oder habt ihr ein cooles Dialektwort gelernt, wie Moin oder Servus? Schreibt uns eure Story in die Kommentare. Und wenn euch diese Folge geholfen hat, dann gebt uns gern ein Like. Abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Wir haben jede Woche neue, praktische Themen. Ganz entspannt und alltagstauglich. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Bleibt neugierig, bleibt freundlich und habt einen schönen Feierabend. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Bis bald und macht's gut. Und ja, denkt dran, Erwartungen sind okay, aber die Realität ist oft netter, als man denkt. Tschüss.